Die Leute meinen, das ist normal, sich um Updates und Neuinstallation und einen eigenen Cut-Admin und einen eigenen ERP-Admin und dann jeder User braucht irgendwie 2 Tage zum Onboarden zu kümmern. Na, die Zukunft ist, wir setzen da User-Accounts mit E-Mail-Adressen rein und dann läuft es. Das Interessante ist einfach, was will man selbst erreichen im Leben? Will ich mich jetzt irgendwie um die IT-Wartung kümmern und einen Haufen Lizenzpakete mir irgendwie überlegen, wie ich die strukturiere in der Firma? Oder will ich einfach arbeiten? Ja, ich war früher auch im CAD-Vertrieb mit den typischen alten Legacy-Systemen, nenne ich es mal, die noch installiert werden mussten. Service Packs installiert, neu installiert, geschaut, dass das mit den Windows-Updates irgendwo funktioniert. Und dann kamen irgendwo diese browserbasierenden Systeme auf und dann habe ich irgendwann dieses Onshape gefunden. Da hat erst noch ein Modul gefehlt, das war so dieses Blechmodul. Und wie das vor 4 Jahren reingekommen ist, habe ich bei uns im Team in der Firma gesagt, hey Leute, lasst uns das jetzt einfach nutzen. Wir hatten eine 2-monatige Testphase und danach war klar, hey, das nehmen wir jetzt her, damit entwickeln wir unseren Nabenmotor und das wird richtig gut werden. Und ja, es ist richtig gut geworden. Wir haben alles entwickelt. Die Elektronik ist dann mit dabei gewesen. Wir haben komplett die Serienfertigungsanlage verknüpft in dem Tool und organisiert. Das war alles an 3 verschiedenen Standorten und hat einfach richtig gut miteinander funktioniert. Wir arbeiten gerade als Menschheit wirklich nur auf so einem geringen, kleinem Level gerade zusammen. Also wir meinen, wir arbeiten gut zusammen. Aber was diese neuen Systeme uns jetzt ermöglichen, ist, dass wir weltweit von Indien nach Amerika über China einfach alle an einer Datenwahrheit zu arbeiten können und damit komplexeste Projekte umsetzen. Ich habe ursprünglich Energietechnik studiert, Richtung erneuerbare Energien, und da gibt es gerade genug zu tun bei uns auf der Welt. Und das sind halt auch Großprojekte. Und für so Großprojekte müssen halt viele Menschen miteinander arbeiten, um komplexe Anforderungen abzudecken. Also wirklich von, sagen wir mal, der Bautechnik, und dann kommt noch ein Stahlgerüst irgendwo dazu und dann kommt eine Fertigungsanlage rein, dann muss es über Elektronik überwacht werden, dann sind irgendwelche Roboter noch da, die Sachen irgendwo automatisch durchführen. Und wie bringt man diese Komplexität zusammen? Und der Trick ist wirklich, Leute, lasst uns einfach direkt übers Internet vernetzt, über den Browser genau diese Softwarelösungen nutzen, um diese großen Herausforderungen der Menschheit gemeinsam zu lösen. Und das wird sogar noch richtig Spaß machen, weil es einfach funktioniert. Und ja, das ist für mich wirklich die Zukunft. Ich habe das gesehen, ich weiß, dass es funktioniert und jetzt muss das nur mal noch wachsen. Und schön, dass du mir da gerade zuhörst, weil das ist ja die Lösung und da machen wir jetzt einfach gemeinsam weiter.